Vorgestern habe ich bereits das Video Die Macht der Manipulation abgedreht. Dort erläuterte ich Schritt für Schritt, was man sich beim Gegenüber zunutze machen kann, was man für Manipulationstechniken einsetzen kann und habe die Schritt für Schritt erläutert. Was ich noch nicht gemacht habe, ist, dass ich in diesem Video auf Beispiele dazu eingegangen bin, weil das einfach den Rahmen des Videos gesprengt hätte. Hallo, mein Name ist Ronny Schmidt, Gründer von Alternativ Selbst Behandeln. Wer das eben genannte Video noch nicht gesehen hat, der sollte bei diesem Video mal kurz auf Stopp drücken und sich erst dieses Video angucken, was ich hier oben in der Infokarte verlinke, weil sonst vielleicht einfach der Zusammenhang zu dem Video heute nicht da ist. Und für diejenigen, die vielleicht gestern das Gefühl hatten, dass das an sich zwar sehr hilfreich und auch sinnvoll ist, was ich da gesagt habe, aber dass man sich so richtig noch nichts drunter vorstellen kann vielleicht oder man auch das einfach nicht weiß, wie man das in der Praxis einsetzen könnte, der sollte sich unbedingt dieses Video hier bis zum Schluss anschauen. Und wie ich es auch im vorherigen Video schon erläutert habe, will ich natürlich rüberbringen, wie man andere Menschen manipulieren kann, aber in erster Linie geht es mir darum, dass ihr erkennt, wenn andere Menschen versuchen, euch zu manipulieren und wie ihr das erkennen könnt und euch auch dagegen wehren könnt. Ich habe kein Drehbuch, ich will das heute wirklich auch in freien Worten mal wieder machen. Ich habe jetzt nur noch mal die Punkte, die ich sehe und erläutere das, wie gesagt, bei jedem mit einem kurzen Praxisbeispiel. Erster Schritt war, manipuliere Menschen nur in ganz kleinen Schritten. Was wäre ein Beispiel dafür? Da kann man jetzt einfach die zurückliegende Pandemie als Beispiel nehmen, die jetzt nicht mehr ganz so doll Gesprächsthema ist aufgrund einer anderen neuen Thematik, auf die man sich da mehr fixiert. Ja, ich glaube, das kann man relativ schnell abhandeln. Also hätte man den Menschen vor Pandemiebeginn gesagt, okay, ihr braucht 3 bis 4 Impfungen, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können, um an Sportveranstaltungen teilnehmen zu können, um ja noch in ein Restaurant gehen zu können, das Kino zu besuchen etc., dann hätte fast jeder gesagt, oh, auf keinen Fall, da bin ich auf gar keinen Fall dazu bereit, kann ich mir absolut nicht vorstellen und mich da so einer Impfung zu unterziehen, die lediglich eine Notfallzulassung hat und es sich auch um ein völlig neues Verfahren handelt. Und ja, innerhalb dieser 1,5 Jahre hat man das wirklich halt langsam aufgebaut, diese Gefährlichkeit, die ausgeht, dass das eine Maßnahme ist, die man unbedingt machen muss, um ja, eine extreme Übersterblichkeit in der Weltbevölkerung zu verhindern. Und ja, man hat auch immer mal, das ist im Prinzip eigentlich schon wieder noch eine andere Manipulationstechnik, man hat sich das auch durchaus immer mal zunutze gemacht, nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen und dann wieder 2 Schritte nach vorn. Und ja, so schafft man es dann einfach, dass die Leute das Ganze hinnehmen und dann irgendwann akzeptieren. Hätte man, wie gesagt, von Anfang an diesen extrem großen Step gemacht, dann hätten das die Leute niemals akzeptiert. So, jetzt ist auch noch eine Panne aufgetreten und zwar, dass der Laptop hier ausgegangen ist in den Energiesparmodus. Zweiter Punkt, Feindbild schaffen, Lösung bieten, da habe ich mir auch schon ein kurzes Beispiel überlegt, ist ganz einfach eigentlich erklärt. Stellt euch vor, ich bin Finanzberater, ich will euch ein richtig schlechtes Finanzprodukt verkaufen, wo ich aber eine exorbitante Provision dafür kriege. Und da würde ich jetzt einfach so vorgehen, als Feindbild
schaffe ich das System, also die Politik, die Regierung, das Rentensystem, ja, ein scheiterndes Geldsystem. Das würde ich euch jetzt einfach als das Feindbild präsentieren und ja, hör mal zu. Du weißt ja, wie es aussieht. Du kriegst mal keine Rente mehr, alleine der demografische Wandel und die Politiker bereichern sich und du weißt doch, wie es ist und du musst jetzt unbedingt handeln. Du wirst keine Rente kriegen und in diese Rentenlücke müssen wir jetzt einsteigen. Und indem ich dieses Feindbild schaffe, ist mein Gegenüber eher bereit, das anzunehmen, was ich ihm jetzt anbiete. Und ja, genau dann würde ich ihm die Lösung bieten und ja, sagen, meine Schiffscontainerfonds oder was auch immer, was ich da anzubieten habe, das ist jetzt die absolute Lösung ja, gegenüber dem, was nicht funktioniert. Und so kann man dann auch was verkaufen, wo man eigentlich auch selbst weiß, dass es nicht die Lösung ist, aber wo man halt extrem stark partizipiert davon. Dritter Punkt war Schockbilder, Entsetzen und Erschütterung auslösen. Was kann man da zum Beispiel machen? Ja, ist zum Beispiel das aktuelle Weltgeschehen. Wenn man jetzt einfach beispielsweise ja, ein Land A und ein Land B in einen Krieg gegeneinander treiben will, an dem man sich selbst jetzt nicht beteiligen will, wo man jetzt einfach nicht seine eigene Infrastruktur, seine einfach eigene Wirtschaft und auch seine eigene ja, Bevölkerung, Militär nicht reduzieren will, nicht aufs Spiel setzen will. Da könnte man jetzt einfach Land A gegen Land B versuchen in den Krieg zu treiben, indem man Land A präsentiert, dass ja, Land B auf brutalste Weise einen Verbündeten von uns da von dem dann attackiert und völlig grundlos, unberechtigt Schockbilder demjenigen präsentieren, um so dieses Land gegen das andere in den Krieg zu pressen. Also Schockbilder, wie ich das auch erläuterte im vorgestrigen Video, führen dann einfach dazu, dass man da für einen kurzen Moment den Verstand ausschaltet, die Information nicht hinterfragt und ja, diese Lösung, die man dann auch wieder gegen das Feindbild bietet, einfach akzeptiert und auch noch unterstützt. Das ist das Ziel, indem man Schockbilder präsentiert. Das vierte war verletzliche Stellen und Traumata finden. Was wollte ich da als Beispiel nehmen? Ja, auch ganz simple Sache, völlig fiktiv. Die Tochter von meinem Onkel hat einen neuen Freund, einen Franzosen, ist total in love, geht gar nichts und ich mag den überhaupt nicht, komplett schleimiger Typ. Wie gesagt, völlig fiktives Beispiel. Ne? Und jetzt könnte ich beispielsweise zu meinem Onkel sagen, hör mal zu, wie kannst du den denn akzeptieren? Du weißt doch, was die Franzosen mit deinem Opa gemacht haben, als der in französischer Gefangenschaft war, wie schlecht die den behandelt haben. Der hat nichts zu essen, nichts zu trinken gekriegt, ist so abgemagert. Erinnere dich doch mal zurück, du hast mir das doch alles erzählt damals, als ich Kind war. Und wie kannst du so einen Franzosen in eurer Familie jetzt akzeptieren? Und ja, dann bringt man den Onkel vielleicht dazu, dass er auch sagt, ja, ich mag die Franzosen ja eigentlich auch nicht und was machen wir denn jetzt? Und dann sage ich ihm, naja, okay, ich nehme das in die Hand, wir versuchen den jetzt loszuwerden, ich lasse mir da was einfallen. Also da ist man einfach in die Wunde beim Onkel reingegangen, dass er schon die schlechte Erfahrung mit einem anderen Volk hatte, aufgrund seines Opas, und da kann man dann einfach ansetzen, um da jemanden für seine Intrigen da mit ins Boot zu holen. Fünftens, andere Meinung unterdrücken und unglaubwürdig machen. Ja, will ich jetzt auch mal wieder
nichts vom Weltgeschehen oder von der Politik nehmen. Ganz, ganz böse Intrige lasse ich mir jetzt mal einfallen. Also, bester Freund von meiner Freundin, wie auch eben schon völlig fiktiv, bester Freund von meiner Freundin, ich mag den überhaupt nicht, ist auch so ein schmieriger Typ. Und ich versuche das schon langsam so aufzubauen, da eine Unstimmung zwischen beiden zu schaffen. Ne? Stellt euch vor, ich bin ein ganz schlechter Mensch und ja, das baut sich nach und nach auf. Und wie es der Zufall will, habe ich jetzt auch noch einen ganz schweren Unfall mit meinem Rennrad, stürze auf mein Gesicht, Nasenbein, Jochbeinbruch und ja, in diesem Zustand auch wieder Schockbild, ne? Die Manipulationstechniken, die sind ja dann, gehen ja dann manchmal von einem ins andere über und kombinieren sich. Und dann kann ich jetzt einfach sagen, sieh mich an, das war dein bester Freund, der hat mich so zugerichtet. Ich habe überhaupt nichts gemacht, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ich habe es dir doch immer gesagt, der steht auf dich und akzeptiert mich einfach nicht als dein Freund. Und jetzt kann sie sagen, okay, ich glaube dir das, aber ich will mir trotzdem mal noch seine Meinung anhören. Und dann kann ich natürlich um jeden Preis versuchen zu verhindern, wie kannst du dir, guck, was der mit mir gemacht hat, wie kannst du denn dir jetzt überhaupt noch die Meinung von ihm da anhören wollen? Und vertraust du mir etwa nicht? Ich habe da kein Verständnis. Also wenn du das jetzt wirklich machst und dem mehr glaubst als mir, dann glaube ich, ist das mit unserer Beziehung hier falsch. Und ja, also so wird es auf der Weltbühne gemacht. Es ist jetzt alles ein bisschen überspitzt dargestellt. Ob das jetzt wirklich funktionieren würde, hängt natürlich auch von den einzelnen Typen Mensch ab. Aber das wäre zum Beispiel einfach über Druck, über Kombination mit den anderen Manipulationstechniken zu verhindern, dass die Person sich überhaupt die Meinung des Dritten anhört. 6. Punkt, Wiederholungsreiz setzen. Ja, hatte ich mir jetzt auch im Vorfeld mal so ganz fiktives Beispiel einfallen lassen. Stellt euch vor, schweizerisches Bastlerteam entwickelt eine Technologie, einen Spritsparstick, den macht man sich einfach an die Spritleitung dran und dann brauchen die Autos plötzlich alle 2 bis 3 Liter weniger Sprit, absolute Wunschvorstellung. Und ja, jeder will das Ding haben, mega beliebt. Genau, und auf der anderen Seite ist jetzt die Ölindustrie. Ich bin jetzt ein Ölmilliardär. Ich müsste mir jetzt was einfallen lassen. Das kann ja nicht in unserem Sinne sein, dass die Autos immer weniger Sprit brauchen. Und naja, einige Pannen hier heute wieder. Ja, ich würde mir jetzt einfach, ich würde mich da jetzt einfach in die Medien einkaufen, Wiederholungsreize setzen, auch immer wieder von verschiedenen Einflüssen und ja, mega simple Sache, mir einfach irgendwo Bilder, Videoaufnahmen zu besorgen, wie Autos abbrennen, wie da Feuer unter der Motorhaube ausbricht und dann würde ich das den Leuten einfach immer und immer wieder zeigen, immer wieder auch neue Beispiele, auch mal Betroffene sprechen lassen, ne, die man da gegebenenfalls auch ein bisschen dafür bezahlen kann, dass die einfach behaupten, ja, ich hatte diesen Spritsparstick jetzt da installiert und wie aus dem Nichts hat mein Auto angefangen zu brennen und wenn das nur 1-2 Mal verbreitet werden würde, sowas, dann würde das nicht reichen, um den Leuten genug Angst zu machen und die davon abzubringen, diese Technologie zu verwenden. Wenn man da immer und immer wieder diesen Wiederholungsreiz setzen würde und das auch von verschiedenen Quellen, dann könnte man da die Leute so einschüchtern, dass die irgendwann komplett diese Technik ablehnen würden. So, 7. Sache, Angst einsetzen. Ja, auch können wir nochmal die vorangegangene Pandemie nehmen. Man sagt einfach dem Kind, ja, wenn du die Maske nicht richtig trägst, dann wird deine Oma sterben und willst du das und willst du deine Großeltern gefährden und dann auch wieder kombinieren mit Schockbildern, ne? Guck dir das an, was da im Fernsehen ist und ja, gerade mit Kindern funktioniert das sehr, sehr gut und wie ich auch schon im letzten Video sagte, Menschen,
sehr introvertiert sind, die ein herabgesetztes Selbstbewusstsein haben. Gerade da setzt man diese Manipulationstechnik ein, mit Angst zu arbeiten. Und wenn man das einfach nur weit genug treibt, das Spiel, dann wird man die Information nicht hinterfragen und da in dieser Schockstarre einfach alles hinnehmen, was man gesagt kriegt. Achter Punkt war die unterbewusste Manipulation einsetzen. Ich glaube, da können sich die allerwenigsten was drunter vorstellen. Wie kann man den unterbewusst manipulieren? Ja, unvorstellbar. Glaubt es mir einfach, dass es so ist. Man könnte jetzt, wenn ich jetzt Teilhaber einer ganz großen Fastfood-Kette bin und da einfach meine Umsätze noch mehr steigern will, dann könnte ich jetzt einfach, könnte ich da einfach eine Partnerschaft mit der Filmindustrie eingehen, würde dort in die Filme immer wieder für eine tausendstel Sekunde Bilder von meinem Fastfood einbauen. Und das muss man sich wirklich so vorstellen, das ist so ein Bruchteil einer Sekunde, das kann das Auge im Bewusstsein nicht wahrnehmen, dass das in dem Film drin ist. Aber mit einem Unterbewusstsein nehmen wir trotzdem diese Information auf. Und plötzlich, die Menschen wissen gar nicht warum, plötzlich verspüren die Menschen da einen enormen Drang, mein Fastfood konsumieren zu wollen. Und es hat natürlich den Vorteil für die Filmindustrie, dass die noch nicht mal eine Werbezeit dafür bereitstellen muss. Und ja, ist für beide Sachen einfach ein ganz großartiger Deal. Und ja, das ist eigentlich fast unmöglich. Es würde nicht auffliegen, weil man es einfach nicht im Bewusstsein hat. Ja, genau um das zu verstehen, wie ich das im Video schon vorgestern gesagt hatte, die Menschen müssten einfach ihre Träume steuern können oder zumindest sich diese Träume intensiv merken, und dann würden sie vielleicht merken, nachdem ich diese Filme jetzt geguckt habe, kommen auf einmal diese Gedanken in meinen Träumen immer wieder. Dann könnte man vielleicht frühestens ein bisschen misstrauisch werden, dass da sowas eingebaut wird, aber ansonsten im Bewusstsein unmöglich, eine super Manipulationstechnik, unterbewusste Manipulation einzusetzen. Dann war der 9. Punkt, es neigt sich dem Ende zu, hohe Institutionen oder Menschen mit hohen Titeln einsetzen. Gehen wir jetzt einfach mal in die Medizin, in die Gesundheitsbranche so rein. Es verbreitet sich beispielsweise immer mehr, dass die Leinsamen eine super gesunde Ergänzung darstellen, um positiv auf den Darm einzuwirken und auch die Gefäße, die Gefäßwände zu stabilisieren etc. Und ich bin jetzt wieder die Industrie, ich verkaufe den Menschen die Medikamente für diese ganzen Krankheiten, und wenn das einfach ein zu großes Ausmaß annimmt, dann bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, das müssen wir jetzt unbedingt unterbinden, das passt mir überhaupt nicht in den Kragen. Und dann würde ich mir einfach die 10 angesehensten Mediziner in Deutschland in Sachen Kardiologie, also Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, würde ich mir da raussuchen, würde denen richtig schönes Handgeld geben, dass die eine Kampagne gegen die Leinsamen starten und sinngemäß einfach, dass die Omega-3-Fettsäuren extrem krank machen, dass die Gefäße zerstören und dass diese Fette sich an den Gefäßinnenwänden anlagern. Und vielleicht würde der 1., 2. und 3. sagen, also sowas, das geht komplett gegen meine Medizinerehre, sowas mache ich nicht. Aber glaubt mir einfach, von 10 Leuten würde ich da definitiv einen finden, der vielleicht auch gerade ein bisschen Geldnot hat, der sich da vor meine Karre spannen lässt und diesen Unsinn verbreiten würde. Und wenn das ein so hoch angesehener Mediziner ist oder eine so hoch angesehene Institution, dann werden das 90% der Leute einfach glauben und dann eine tierische Panik vor Leinsamen kriegen.
Doppelt gemoppelt, Samen, Samen. Und das letzte war das Plöffen. 20 Minuten haben wir jetzt schon, ich will es nicht zu sehr in die Länge treiben. Ja, Plöffen, da könnte ich auch unzählige Beispiele bringen. Und ich hatte ja gesagt, dass das eine ganz, ganz wichtige Technik ist. Gerade wenn man sich aktuell in einer Situation befindet, wo man im Hintertreffen ist. Nehmen wir jetzt einfach auch mal wieder moderne Kriegsführung als Beispiel. Ich bin jetzt ein Land, das ist deutlich unterlegen, der andere hat eine viel höhere Militärausgaben, hat viel besseres Militär und da auch einfach ganz andere Möglichkeiten, ja, den Krieg für sich zu entscheiden, wenn es jetzt einfach so ist, aber dieses reine In-Länder-Denken ist ja sowieso auch nicht ganz richtig. Aber dann könnte ich jetzt einen Bluff setzen, indem ich sage, okay, ich habe jetzt richtig gute Atomwaffen und ich habe auch absolut keine Skrupel, die jetzt gegen euch einzusetzen. Wenn ihr jetzt unser Land attackiert, dann ja, habe ich da auch überhaupt keine Skrupel, diese Atomwaffen gegen eure größten Städte einzusetzen. Und so könnte ich dann in dem Falle einfach den Feind dazu bringen, dass er mich nicht angreift, weil er einfach nicht einschätzen kann, ist das jetzt ein Bluff oder bin ich jetzt tatsächlich bereit, das zu machen. Wichtig ist ja, ich habe die Technik ja schon so ein bisschen auch erklärt, dass der Gegenüber muss natürlich auch wirklich glaubhaft vermittelt kriegen, dass ich ein so skrupelloser Mensch bin und das auch wirklich machen würde, weil sonst funktioniert der Bluff natürlich nicht. Und ganz bekannt ist ja der Bluff einfach aus dem Pokerspielen, dass man wirklich gar nichts hat und einfach indem man den anderen in den Glauben lässt, okay, jetzt kam die Karte, jetzt hat er ein Full House, der andere hat nur ein Ass Paar. Und indem ich da jetzt einfach voll All-In gehe, dem anderen den Eindruck vermittle, okay, er hat jetzt wirklich das Full House. Das soll es auch gewesen sein. Also ich glaube, das war jetzt nochmal ganz wichtig, dass man diese Manipulationstechniken, und das waren noch längst nicht alle, also da gibt es noch so eine Fülle, wo ich jetzt gar nicht drauf eingegangen bin in diesen beiden Videos. Für euch soll das heute wirklich nochmal eine Erläuterung gewesen sein. Nicht, dass ihr diese Techniken gegen andere Menschen in Böse einsetzt, sondern dass ihr wirklich registriert, wenn jemand anders diesen Ablaufplan mit euch durchzieht und dass ihr euch nicht manipulieren lasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, empfiehlt dieses Video ja natürlich auch wieder anderen weiter. Wenn derjenige das erste Video aber noch nicht geschaut hat, dann sendet ihm bitte erst das Video und dann als zweites die Praxisbeispiele, weil es sonst ein bisschen schwer fällt, ja, zu verstehen jetzt einfach. Ja, nicht Schritt 2 vor Schritt 1 machen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.